Hallöchen Leute, ratet mal, wo ich wieder bin. Es ist wieder Zeit. Aber ich liebe diesen Ort, ne? Das ist wirklich mein Rückzugsort. Hier fühle ich mich am wohlsten, weil ja auch nicht so viele Leute sind. Na gut, im letzten Video waren da so ein paar, wo ich mich auch ein bisschen unwohl gefühlt habe. Aber ich hoffe, heute sind wir allein. Heute wird es wieder um den Mondsüchtigen gehen. Das ist jetzt schon das 3. Video, wo ich über ihn spreche. Aber ich merke, dass der Herr irgendwie mein Augenmerk stärker und stärker auf den Mondsüchtigen richtet. Und ich denke, da ist noch etwas, was ich so ein bisschen außer Acht gelassen habe. Im vorletzten Video habe ich mich mehr auf den Unglauben der Jünger konzentriert. Und im letzten Video ging es mehr um das Fasten. Aber auch mehr aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich daraus gezogen habe. Wenn ihr wollt, dass ich ein bisschen mehr über das Thema Fasten spreche, also über meine eigene Erfahrung, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich mache noch ein separates Video darüber. Heute wird es nochmal ein bisschen genauer um den Mondsüchtigen gehen und wie es überhaupt zu einer Mondsucht kommen kann, weil ich habe mich gestern Abend noch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und da ist mir so einiges bewusst geworden. Ich werde darüber sprechen, wie es überhaupt zu einer Mondsucht kommen kann und werde auf die einzelnen Evangelien eingehen. Im letzten Video hatte ich mich sehr auf Matthäus bezogen, aber ich sage euch, ne, im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium gibt es nochmal einen sehr detaillierten Bericht darüber, wie sich der Mondsüchtige verhalten hat. Vor allen Dingen haben wir ja auch noch das Lukas-Evangelium und wir wissen ja, dass Lukas ein Arzt war und da haben wir es nochmal aus einer ärztlichen Perspektive. Also sehr, sehr spannend, bleibt unbedingt dran. In meiner gestrigen Recherche bin ich wirklich zu dem Punkt gekommen, dass eigentlich alles mit einer Sucht beginnt. Deswegen werde ich auch gegen Ende nochmal sehr auf Süchte eingehen und was man dagegen tun kann und was die Lösung ist. Ich möchte auch nochmal betonen, dass es sehr viele unterschiedliche Arten von Fasten gibt und auch Gründe, warum man fastet. Viele fasten ja auch einfach, um sich mehr auf den Herrn zu konzentrieren. Die anderen fasten, um etwas abzunehmen, um ihren Körper zu entlasten. Dann gibt es Leute, die auch fasten, um ihre Süchte loszuwerden. Deswegen möchte ich hier einmal vorab klären, dass es hier kein richtig oder falsch gibt. Wenn du es für deinen Körper machst, um abzunehmen oder um deine Süchte loszuwerden, machst du es auch für Gott. Weil der Herr sagte, dass wir auf unseren Tempel Acht geben sollen. Und der Tempel ist ja unser Körper. Darin wohnt der Heilige Geist. Und wenn wir es schaffen, unseren Tempel zu zügeln, denn oft lebt er ja in Zügellosigkeit, dann ist das auch eine Form der Gottverehrung. Und ihm einfach zeigen, dass er über allem steht und nicht unser Körper, nicht unsere Süchte, nicht unsere Begierden und Lüste. Fasten ist meiner Meinung nach aus allen Perspektiven etwas Gutes. Und wenn du damit dann auch noch das Gebet verknüpfst und während deiner Fastenzeit viel mit dem Herrn drüber sprichst, viel in seinem Wort liest, dann hast du das Komplettpaket erfüllt. Dann wird es dir auch gut gehen, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht. Ich habe gefastet, weil mein Körper es gebraucht hatte und weil meine Seele es gebraucht hatte. Ich war sehr krass im Stresszustand durch meine ganzen stillen Entzündungen. Jetzt kommen wir zu der dämonischen Austreibung durch Fasten und Gebet. Ich möchte erstmal, dass wir uns darüber im Klaren werden, was überhaupt eine Mondsucht ist. Ich habe viel recherchiert und oft kam ich zu dem Punkt, wo ich realisiert habe, dass es eine Form des Schlafwandelns ist. Aber wo ich mir das Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium nochmal durchgelesen habe, hat sich meine Sicht etwas erweitert. Weil wir lesen, ich werde es euch natürlich wieder einblenden, dass der Geist diesen Mondsüchtigen hin und her geworfen hat und dass der Junge mit den Zähnen geknirscht hat und Schaum vor dem Mund hatte. Und solche Fälle kommen bei Epileptikern vor. Ach nein, jetzt kommt da ein Auto. Ihr könnt es einmal nachlesen in Markus 9, 14 bis 29. Da heißt es, wo er ihn ergreift, zerreißt er ihn und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Markus 9, 22. Oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Es ist nicht nur Schlafwandeln, sondern da ist noch ein bisschen mehr. In einigen Evangelien kommt das Wort Fasten gar nicht vor, sondern nur Gebet. In Matthäus haben wir ja auch ganz klar das Wort Fasten. Also ich persönlich kann wirklich immer nur empfehlen, die Bibel, also vor allen Dingen, wenn es um die Evangelien geht, alle 4 zu lesen,
weil die 4 Evangelien wurden ja von 4 verschiedenen Personen geschrieben. Das heißt, wir haben hier die Geschichten von Jesu aus 4 unterschiedlichen Perspektiven. Sehr spannend, aber wie gesagt, wenn ihr schon das eine Evangelium lest oder nur ein Kapitel aus einem Evangelium, dann empfehle ich euch, dieselbe Geschichte nochmal in den anderen 3 Evangelien zu lesen. Und wenn ihr so ein Nerd seid wie ich, dann empfehle ich euch nochmal zusätzlich, diese Evangelien nochmal in unterschiedlichen Übersetzungen zu lesen. Ich lese gerne aus der Elberfelder Bibel, Hoffnung für alle und Schlachter. Und sehr, sehr gerne versuche ich die griechische Bedeutung und die hebräische Bedeutung herauszufiltern, um nochmal ein tiefes Verständnis von der ganzen Geschichte zu bekommen. In Lukas 9, 37 bis 43 haben wir auch nochmal die Geschichte. Und zwar lese ich einmal vor: Siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er reißt ihn, dass er schäumt und lässt kaum von ihm ab, nachdem er ihn zerschlagen hat. Leute, guck mal. Guck mal, Leute. Ja, ich sag euch ehrlich, ich bin noch nicht so ganz sicher darin, für anderen Leuten meine Kamera hier hochzuhalten und hier irgendwas reinzusprechen. Das ist mir immer so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, irgendwann wird es mir komplett egal sein und ich werde einfach weitermachen. Weil jetzt gerade spüre ich es mir ein bisschen unangenehm, aber nicht so wie beim letzten Video. Jetzt gerade denke ich mir echt so, egal, es gibt was viel, viel Wichtigeres gerade. Ich möchte nochmal klar sagen, dass ich kein Arzt bin und auch keinen Arzt gefragt habe. Aber so wie jeder andere es auch tun würde, habe ich es einfach gegoogelt. Und ich habe herausgefunden, dass die Hauptursache die Genetik ist. Jetzt kommt schon das zweite Auto. Wow, ich sollte, glaube ich, hier langsam gehen. Also der Junge war schon vorbelastet. Und anscheinend haben dann Auslöser wie Schlafmangel, Stress, emotionale Belastungen und sogar Fieber dafür gesorgt, dass er schlafgewandelt ist. Außerdem kann sogar Alkoholkonsum, bestimmte Medikamente, Restless Legs Syndrom, Schlafwandeln auslösen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass er sich in einem Teufelskreis befunden hat und einfach keinen Ausweg gefunden hat. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass mit der Zeit Depressionen und Wutausbrüche dazu kommen. Warum sagt der Herr jetzt, dass dieser Geist nur durch Fasten und Gebet verschwinden kann? Und wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken, man fastet ja nur, wenn man entweder zu abgelenkt ist, sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren kann oder sich selbst nicht kontrollieren kann und selbstzerstörerische Tendenzen hat. Ein Mensch, der sich selbst nicht kontrollieren kann, von dem kann man wirklich alles erwarten, ne? Hallöchen Leute, jetzt kommt eine kleine Unterbrechung. Ich habe nämlich den Eindruck, dass ich nicht so ganz auf den mondsüchtigen Jungen eingegangen bin und bei Süchten gelandet bin, obwohl ich eigentlich gar nicht so schnell da landen wollte. Wir haben ja in den Evangelien gelesen, dass der Junge auf jeden Fall kein leichtes Leben hatte. Er hatte erstmal diese ganzen Schlafstörungen, ne? Er schlafwandelt einfach mitten in der Nacht, er hat keine Tiefschlafphasen. Zudem steckt da ein Geist dahinter, ja, er foltert ihn, wenn er seine Anfälle bekommt, wirft er sich auf den Boden, er knirscht mit den Zähnen, hat Schaum vor dem Mund, also ganz schlimme Situation, ja, deswegen, ich möchte nicht, dass wir jetzt diese Krankheiten irgendwie auf die leichte Schulter nehmen oder so, das ist kein Spaß. Aber genau deswegen, wo heutzutage die ganzen Ärzte sagen würden, nein, so ein Junge braucht professionelle Hilfe, bla bla bla, genau deswegen komme ich auf die Reaktion von Jesus nicht so ganz klar. Also ich habe mich daran festgehangen irgendwie, weil er sagt einfach, ja, er hätte auch durch Gebet und Fasten ausfahren können. Ich hänge wirklich daran fest, Leute. So, was ist da los? Und jetzt nach meiner ganzen Recherche und so, ich meine, dem Jungen ging es wirklich nicht gut. Der hatte eine Nervenkrankheit, wirklich komplett katastrophal. Ich weiß nicht, ich meine, ich habe auch noch im Internet gelesen, dass Alkoholkonsum und bestimmte Medikamente auch dazu führen können, dass man dass man schlafwandelt und so. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, war der Junge auf jeden Fall, ja, es war auf jeden Fall kein erwachsener Mann. Er müsste so
zwischen 9 und 16 oder so gewesen sein. Recherchiert es bitte selber auch nochmal nach, ne? Also bitte denkt jetzt nicht, dass ich die absolute Wahrheit ausspreche, ne? Selbst wenn ihr eurem Pastor oder Prediger oder irgendwelchen anderen YouTubern zuhört, immer selber prüfen, okay? Immer selber nochmal in der Bibel lesen, weil wir alle sprechen ja nur aus unserer eigenen Perspektive. Das wollte ich auch nochmal kurz klarstellen. Auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Dadurch, dass er etwas jünger war, denke ich jetzt nicht, dass er Alkohol konsumiert hat. Wo ich mir aber die heutige Generation anschaue, könnte das vielleicht doch der Fall gewesen sein. Weil voll viele fangen jetzt schon mit 11 Jahren oder so an, Alkohol zu trinken oder irgendwelche Drogen zu konsumieren. Aber okay, egal. Gehen wir mal davon aus, dass er keinen Alkohol getrunken hat, okay? Fakt ist aber, er war im Stresszustand. Ne? Also wenn du nicht tief schlafen kannst und irgendein Geist dich behagt, ja, dich hin und her wirft, er wirft dich ins Feuer, du knirschst mit den Zähnen, ja, Epilepsieanfälle, also dem Jungen ging es gar nicht gut. Absoluter Stresszustand. Und ich hoffe, der ein oder andere weiß, dass so ein Zustand auf jeden Fall böse Geister anzieht. Wo negative Energie ist, da wo unter anderem Stress ist oder zu viel Angst herrscht, da sind immer böse Geister, immer Dämonen und die ernähren sich von Negativität, die ernähren sich von Stress und Angst. Also da, wo Chaos ist, Satan ist direkt mittendrin. Vielleicht hatte dieser Geist, der in diesem Jungen war, es daher so einfach. Ja, weil dem Jungen ging es schon schlecht. Er hatte schon Vorbelastungen. Er wusste nicht, wie er sich selbst helfen kann. Die Eltern wussten vielleicht auch nicht, wie die ihm helfen können, wie die ihn beruhigen können. So ein Zustand ist wirklich Futter für böse Geister. Also ich weiß ja nicht, was der Junge sonst so gemacht hat, ne? In seinem Stresszustand, weil Stress führt ja auch dazu, dass man noch andere Dinge tut, die nicht so gut sind für einen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Vielleicht hat er sich sogar schlimmer als das gefühlt, was ich mir gerade ausmale. Aber ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel gestresst bin, dann handle ich nicht mehr aus meinem wahren Selbst heraus. Ich mache dann einfach so random Dinge, so einfach so Sachen, wo ich mir dann später denke, hey, wieso hast du das jetzt gemacht? Und dann bereue ich das sogar. Und vielleicht hat er auch solche Dinge gemacht, vielleicht sogar mehrmals. Vielleicht hat er gesündigt, vielleicht hat er sich schuldig gemacht. I don't know, wissen wir nicht. Das ist jetzt einfach meine Interpretation. Aber Fakt ist, der Herr sagt einfach, ja, der Junge hätte beten können und fasten können. Und dann wäre der Geist gegangen. Also, Leute, versteht ihr das? Ich hänge mich richtig da dran und frage mich, was hätte der Junge machen können? Vielleicht hätte der sich von seinem Stress distanzieren sollen. Weil ich zum Beispiel, ich versuche das jetzt auch auf mich zu beziehen, um die Situation auch einfach besser nachzuempfinden. Ich versuche wirklich empathisch daran zu gehen, weil ich merke, wenn ich gestresst bin, dann muss ich in die Ruhe kommen, um wieder klar denken zu können. Und wenn ich wieder ruhig denke, dann kann ich bewusst Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen führen mich dann nicht in ein Chaos. Und I don't know. Und vielleicht hätte ihm das geholfen, wenn er ein bisschen mehr versucht hätte, ruhiger zu werden, in die Natur zu gehen, irgendwas zu tun, was sein Nervensystem beruhigt. Wir wissen ja auch nicht, ob er zu Ärzten gegangen ist, ne? Vielleicht hätte er das auch ausprobieren können. Vielleicht hat er das ausprobiert, wissen wir nicht. Ich habe auf jeden Fall keine Stelle gefunden. Falls ihr eine Stelle finden solltet, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, weil ich mache mir seit Tagen so viele Gedanken über den mondsüchtigen Jungen, weil mich das wirklich mitnimmt, ne? Ich hoffe, ihr könnt folgen und denkt genauso intensiv wie ich darüber nach, weil ich finde das mega spannend. Ganz kurz zu den Süchten, warum ich das Ganze mit Süchten in Verbindung gebracht habe. Der Junge war definitiv auch süchtig nach irgendwas. Vielleicht hatte er auch einen gewissen Lebensstil, dann auch durch diese ganzen Krankheiten entwickelt. Ich kenne das ja auch von meinen Mitmenschen und so, wenn du gestresst bist, wenn es dir nicht gut geht und so, wenn du deine Probleme nicht behandeln kannst oder wenn du auch traumatisch belastet bist oder so
und wirklich deine Probleme nicht angehst und deinen Schatten nicht bearbeitest und einfach nicht so dafür sorgst, dass du Heilung erfährst, dann schweifen wir sehr, sehr schnell ab. Ja, wir trinken Alkohol, wir gehen feiern, wir machen Party. Ja, sexuelle Ausschweifungen gibt es auch in der Welt und was weiß ich, der Mensch macht einfach alles Mögliche, um sich nicht mit seinen Problemen zu konfrontieren. Und vielleicht hatte der Junge auch so etwas, ne? Weil ich weiß ganz genau, dass das heutzutage so abläuft und warum sollte es nicht damals so gewesen sein, ne? Also, ja, das sind alles so Dinge, worüber ich nachdenke. Ja, ich weiß noch, in meiner alten Zeit, wo es mir nicht so gut ging, habe ich mich nicht mit meinen Problemen beschäftigt. Ich habe die einfach ständig in meinen Schatten geschoben. Ja, ja, egal, ist nicht so schlimm. Jeder hat mal solche Probleme. Ja, egal, egal, egal. Alles verdrängt. Und das hat dann aber dazu geführt, dass ich mich mit unnötigen Dingen befasst habe. Ja, ich habe unnötig viel Alkohol getrunken. Ich habe noch unnötig viele andere Dinge gemacht, die einfach nicht sein mussten. Und wenn man dann diese Dinge immer wieder wiederholt, dann führt das ja zu Süchten. Dann wirst du abhängig, beispielsweise vom Alkohol. Oder vielleicht sogar von Drogen. Ich hoffe sehr, dass ihr folgen könnt und den ganzen Zusammenhang auch versteht. Weil das ist ein ganzes Bild, was ich eigentlich versuche darzustellen in meinem Video. Wenn ihr Gedankenanstöße habt, bitte in die Kommentare, ja, weil mich interessiert das. So, und jetzt weiter geht's mit dem Video. Wir wissen ja, dass Süchte uns zu Sklaven machen und verleiten uns zu weiteren Dingen, die nicht gut sind für uns. Vielleicht sogar auch nicht gut sind für andere. Und wir wissen, was nicht gut ist, ne? Sünde.